mit 15 km/h durch Europa. Der leicht bewölkte Morgen beginnt mit einem Telefongespräch nach Österreich. Naja, jetzt muss ich mal schauen, dass ich eine Möglichkeit finde, die Wäsche zu waschen, sonst ich habe nichts mehr. Und zu trocknen. Das Zelt muss auch trocknen, ist alles nass. Man muss wissen, dass Gerhard 2 Garnituren Wäsche mitnimmt. Saubere Wäsche gibt es allerdings nur dann, wenn das Regenwetter nicht mehr als 2 Tage anhält. Der Rucksack ist nicht wasserdicht, ich muss das Notebook und ja, ich hätte ohne Polster schlafen müssen, weil der war auch nass, da war im Rucksack drin. Die Zeltheringe habe ich gestern liegen lassen in der Früh am Campingplatz, wie ich weggefahren bin. Zum Glück habe ich noch ein paar Reserve gehabt, aber nicht, ich kann es jetzt nicht alle Leinen spannen beim Zelt. Das hängt ein bisschen durch. Muss ich mir welche besorgen unterwegs, ich weiß nicht, wie ich die kriege, aber genau, ich fahre die 40 km zurück, Elisabeth, ja, genau. Am Display vom Handy steht 8 Uhr, als ich mich überwinde, das warme Zelt zu verlassen. Hey, da gibt es sogar einen Föhn. Frisch geduscht und mit geföhnten Haaren genieße ich auf der Terrasse vor der Rezeption das Frühstück. Die gestrige Regenfahrt hat es in sich gehabt. Ich bin jetzt gerade dabei, alles zu trocknen bzw. Wäsche zu waschen. Glück gehabt. Hier gibt es Münzwaschautomaten. Bin grundsätzlich kein Freund elektronischer oder elektrisch betriebener Waschmaschinen. Wenn ich auf Fahrradreisen unterwegs bin, allerdings, nachdem es jetzt tagelang nacheinander kaum schönes Wetter gegeben hat, war es jetzt erforderlich, die Kleidung, und zwar sehr viel zusammengetragene Kleidung, eben zu waschen, und deswegen habe ich die Waschmaschine benutzt. Ja, Gerhard, es gibt immer einen Grund, um die Komfortzone nicht verlassen zu müssen. Liebe Grüße, dein Gewissen. Jetzt werde ich also angehen, das Zelt zu zerlegen, ein bisschen auszubreiten und zu trocknen. Genauso die einzelnen Gegenstände, die nass geworden sind, also auch mein Kopfpolster ist ja nass geworden. Die werde ich genauso trocknen. Hoffentlich kommt es die Sonne etwas mehr durch und dann sollte die Fahrt fortgesetzt werden. Das Leben in der Natur fördert die Kreativität, sagt man. Kurzerhand werden das Zelt, das Fahrrad und die Leine zwischen meinem Heim und meinem Fortbewegungsmittel als Wäscheständer umfunktioniert. Währenddessen die Sachen trocknen, schaue ich mich ein bisschen um. Nur unweit vom Ufer der Loire gibt es einen herrlichen Rastplatz. Und nur wenige Augenblicke später baumelt die Seele im Schoß der wunderbaren Natur. Unerbittlich verstreicht die Lebenszeit und um 14 Uhr entschließe ich mich letztendlich, mich von den netten Campingplatzbetreibern zu verabschieden. Es ist kaum zu glauben. Wenn ich mir die Karten so anschaue, dann sind die 446 Kilometer, die ich in den letzten 10 Tagen zurückgelegt habe, nur ein Bruchteil der kompletten Tour. Bis zum Schwarzen Meer ist es nur ein Praderweg. Wie wird das Elisabeth auffassen, wenn ich ihr erzähle, dass ich nicht in 2 Monaten, sondern erst in 4 Monaten wieder zu Hause bin? Hallo, ich, Gerhards Gewissen, verrate euch ein Geheimnis. Die zurückgelegte Strecke sind nicht mal 10% der gesamten Route. Aber das weiß Gerhard am 23. Reisetag noch nicht. Rilly-sur-Loire. Puh, gerade beim Anstieg, wo ich normalerweise den Sauerstoff von einem U-Boot für mich allein brauche, muss ich mir den Fahrrad mit anderen Radreisenden teilen. Ah, Number
Number 6. Der scheint ja Number auch den 6, Eurovelo 6 Radweg zu folgen. Where are you from? Woher kommst du? Wieso sprechen Sie denn nicht Deutsch? Kann ich auch. Aha, dachte ich mir. Ja, weil das ist die Nummer 6. Ja, Ich habe Allgäu gemacht vor ein paar Jahren. Sehr schön. Passau, Wien. ja, 3 bravo. Tage war ich in Wien. Bis Bratislava. Bei der Kirche Saint-Angeny. Halte an und verschnauf. Da ging es jetzt mal kurz ordentlich bergauf, also so gefühlte knapp mehr als 12%, würde ich sagen. Dafür hat man dann die Sicht auf eine wunderschöne Kirche. Saint-Eugénie. Rohr Matthias, Matthias, und du bist, wie alt hast du mir gesagt? 73. 73. Pah, Matthias ist 73. Habe ich ihn richtig verstanden? 1945. Du fährst jetzt wohin? Ich fahre jetzt quer durch Frankreich. Zum Nordkap war ich 6 Wochen unterwegs. Da habe ich 10 Kilo verloren. Oder? Nach 2 Monaten habe ich die wieder gehabt. Ich muss mir heute noch Zeltheringe besorgen. Denn einige davon habe ich beim letzten Campingplatz liegen lassen. Matthias lässt die Zügel unheimlich locker und ich donner ihm mit 40 km/h hinterher. Und er wissert, dass mein Gefährt insgesamt 160 Kilogramm auf die Waage bringt. Ich glaube, er würde auch noch in die Pedale treten. Fünf Kilometer von Rilly-sur-Loire nach Chaumont, Eurovelo 6. Chaumont-sur-Loire. In einem günstigen Augenblick erzähle ich Matthias, dass ich für die Charity-Tour Fotos und Videos brauche und dass ich daher öfters anhalten muss. Matthias will seine Art zu reisen beibehalten und so setzen wir unsere Fahrt getrennt fort. Am Abend am Campingplatz in Blois, da wollen wir uns schon einmal wieder treffen. Von Chaumont-sur-Loire nach Condé-sur-Berfranc, Eurovelo 6. Die Zeit mit Matthias war sehr unterhaltsam und kurzweilig. Geistig vergleiche ich ihn mit meiner Großmutter, die damals mit 70 kaum noch gehen konnte. Condé-sur-Beuvron. Mittlerweile ist es 16 Uhr und bis nach Blois sind es noch 14 Kilometer. Das bedeutet, wenn es mir gelingt, die Geschwindigkeit beizubehalten, dann könnte ich in einer Stunde da sein. Von Condé-sur-Berfranc nach Chailles, Eurovelo 6. Hallo Gerhard. Hier ist dein Gewissen. Woran denkst du, wenn du so mutterseelenallein durch die Gegend radelst? Momentan an Matthias, der seit 8 Jahren in Pension ist. In dieser Zeit hat er unglaubliche 62.000 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. Und neben dem Tourenrad fährt er noch ein Mountainbike und ein Rennrad. Also der hat wirklich meinen allergrößten Respekt. Madon. Zum Glück bin ich 1,85 Meter groß, sonst hätte meine Zunge wohl längst am Boden schleifen. Du solltest einfach abspecken. Dann würde dir nicht so die Puste ausgehen. Vielleicht fragst du jetzt, wieso ich allein unterwegs bin. Das liegt einerseits daran, dass ich mit 56 Jahren nicht mehr arbeiten gehen muss und andererseits daran, dass Elisabeth, meine Ehefrau, schwer krank ist. Wieso bist du dann nicht bei ihr zu Hause? Weil meine Kinder und die Ärzte sie unterstützen und ich nicht weiß, was die Zukunft bringt. Wie lange wird es denn möglich sein, solche Touren zu unternehmen? Und weil ich mit meiner Anwesenheit ihre Gesundheit nicht beeinflussen kann, bin ich auch nicht bei ihr. Dann ist sie damit einverstanden, dass du ein paar Monate weg bist? Ja,
Einmal hat es mich auf einer wirklich großen Radtour begleitet. Das war 2011. Da sind wir neben dem Rhein von Andermatt bis nach Bonn geradelt. Über 1100 Kilometer. Ich ziehe da heute noch, wenn ich daran denke, wie sie zum ersten Mal auf einem über 2000 Meter hohen Berg mit dem Fahrrad gestanden ist und losgefahren ist. Da war Juni und vereinzelt ist noch Schnee gelegen. Schei. Ist alles okay? Von Chaille nach Blois, Eurovelo 6, Frankreich. Es ist 17 Uhr und ich bin in Blois. Jetzt besorge ich mir Zeltheringe und etwas zu essen. Außerdem brauche ich noch ein Tuch oder einen Fetzen, mit dem man den feuchten Zeltboden abwischen kann. Und dann hoffe ich, dass ich am Campingplatz Matthias, meinen Radkameraden aus der Schweiz, triff. Der Einkauf im Supermarkt ging recht flott über die Bühne. Zeltheringe hat es zwar keine gegeben, dafür aber einen Ausreibfetzen und Gummispanner. Kekse, Kartoffelchips und Wein sind wir einfach so nebenbei ins Einkaufswagen hineingerutscht. Ui, ich glaube, ich habe mich verirrt. Jetzt fahre ich gegen die Einbahn. Wenn das nur gut geht. Gerhard. Mach die Augen auf. Radfahrer dürfen gegen die Einbahn fahren. Ob das auch die Autofahrer wissen? Oh, die Polizei. Na hoffentlich suchen die nicht einen Radfahrer, der gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen hat. Ich kann nicht einmal Französisch, somit könnte ich mich gar nicht verteidigen. Glück gehabt. Du solltest mehr Acht geben. Sonst ziehst du Blois nur noch von der Zelle aus. Nun ist es doch schon 19 Uhr und ich bin immer noch nicht am Campingplatz. Von der Brücke bis zum Stadtrand, dort befindet sich die Wiese, sind es noch ca. 3,5 Kilometer. Mit jedem dritten Pedale genieße ich die Sonne in der Abenddämmerung und die Nähe der Loire. Mittlerweile ist 7:30. Das Fahrrad von Matthias habe ich bereits entdeckt. Er hat mir unterwegs verraten, dass er die Packtaschen mit einem Klebebandel befestigt hat. Doch wo ist Matthias? Ich werde mir das jetzt einfach gemütlich machen und mal in Ruhe das Zelt aufbauen und dann vielleicht mit dem Matthias das eine oder andere Achtel Wein trinken mit dem Schweizer. Um 20:45 Uhr. Das Abendessen liegt hinter mir. Als ich mich längst damit abgefunden habe, Matthias nicht mehr zu sehen, taucht er plötzlich auf. Die Freude ist unbeschreiblich groß. Begeistert erklärt und zeigt mir Matthias sein, für ihn, unkompliziertes Navigationssystem. Später, die Sonne steht schon sehr tief, kommen ein paar Radreisende aus dem Münsterland und aus der Gegend von Ulm dazu. Und ein unvergesslicher Abend neigt sich dem Ende zu. Und nachher habe ich dort gegessen, da habe ich eben vom Österreicher erzählt, angetroffen, was du machst und so, oder also mit Ding, oder? Und, Helmkamera. ja, genau. Und da macht sie zuerst, er ist da durchgefahren.
Ja, so, hallo, wie geht's? Manone Salamatukko. Manone Salamatukko. Hörst du Salam drin? Salam ist Arabisch. Salami, ja. Also wurscht. Ja, Salam. Kannst du. Aber eben, die sagen Salam, oder? Das ist ja, das ist. Aber du weißt jetzt, wie es geht. Und Frau, was sagt die Frau, wenn du so viel Radfahren gehst? Ist das für sie okay oder? Ja, da hat sie Ruhe. Aber ich will keine E-Bike. Dann kaufe ich mir ein Zugsabonnement. Willst du wissen, was am nächsten Reisetag passiert? Und interessiert dich, was es auf den Radwegen Neues gibt? Dann klicke rechts unten auf das Gesicht mit dem Fahrradhelm und abonniere den Kanal. Das Abonnement ist kostenlos und jederzeit sofort stornierbar.